Der Herbst ist da und damit auch die kalte Jahreszeit. Deshalb zeigen wir dir in unserer Reihe Immunsystem stärken, wie du dir einfache, unnatürliche Rezepte selber machen kannst, die dich schützen und gut durch die kalte Jahreszeit bringen. Heute machen wir einen Immunbooster Essig, die Würze der Abwehrkraft, der natürlich auch hervorragend in unsere Reihe die Würze der ... passt. Wenn du neu bist, lass ein Abo da, dann wird mir warm, wenn es draußen kalt wird. Grüß Gott, ich bin Daniel von Bunt und Pur. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video und bleib auch auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es lohnt sich, versprochen. Für die Würze der Abwehrkraft haben wir schon vor einigen Wochen frische schwarze Holunderbeeren direkt aus der Natur, hier direkt bei uns vor der Tür, gepflückt. Dazu haben wir aus dem eigenen Garten noch Salbei und Thymian gepflückt. Dann haben wir noch Ingwer und Granatapfelkerne für das Rezept genutzt und als Basis Apfelessig und Honig. Und dann nehmen wir dich jetzt nochmal mit beim Sammeln und Zubereiten und dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß. Ja, hier bei uns direkt vor der Tür im Wald gibt es noch ein paar Holunderbeeren. Hier, da vorne ist auch noch etwas. Die meisten sind da oben und dahinter, da komme ich auch mit einer Leiter ganz schwer dran. Aber hier habe ich noch ausreichend für unsere Würze der Abwehr und da werde ich jetzt mal pflücken. Das wird ein bisschen schwierig, weil ich alleine bin. Das heißt, ich muss die Kamera halten und gleichzeitig pflücken, aber das kriegen wir schon hin. Geht relativ gut. Einfach ab. Der Untergrund ist nämlich auch nicht ganz einfach hier. So, stellen wir dich mal hier ab. Jetzt bloß nicht wegkippen. Hier ist nämlich auch noch einer. Da vorne sind auch noch welche. So, da habe ich alles abgepflückt und jetzt habe ich hier noch ein paar schöne gefunden. Und die werde ich mir jetzt auch noch holen. Und dann sollte das eigentlich für die Würze, für den Essig eigentlich auch ausreichen. Das ist schon tricky mit einer Hand. Ich werde das mal so abzwacken. Genau. Und dann hier so reinmachen. Das geht besser. So, da sitze ich hier auf der Hollywood-Schaukel mit meinen beiden Schalen und ja, sortiere jetzt die guten Holunderbeeren hier raus. Und da ich in der anderen Hand die Kamera wieder habe, so hat etwas ein bisschen spontan, lege ich die jetzt wieder weg und mache das dann in Ruhe und melde mich dann aus der Küche, wenn dann die Holunderbeeren gekocht werden. So, die Holunderbeeren werden einmal gewaschen. Ich koche jetzt hier 150 bis 200 Milliliter Wasser auf. Ich habe jetzt 175 Milliliter genommen für ungefähr 2 Hände voll Holunderbeeren. Da sind auch noch so ein paar Stöckchen drin. Ich habe nicht alles raussortiert. Das ist aber nicht schlimm, weil das wird später sowieso durch so ein feines Sieb gedrückt. Und dann kommen die Holunderbeeren jetzt in das Wasser und dann köcheln wir das auf kleiner Hitze, auf kleiner Flamme 20 Minuten lang. Sollen also nicht anbrennen und gleichzeitig sollen sie aber auch nicht schwimmen. Deswegen relativ geringe Menge Wasser. Und dann stellen wir auch direkt runter. Dass es wirklich nur leicht köchelt. Genau. Und dann wie gesagt 20 Minuten kochen. In der Zwischenzeit bereiten wir die anderen Zutaten vor. Den Ingwer schneidet ihr einfach in 2 bis 3 Scheiben. Ich mache jetzt mal 3 Scheiben.
Das war es schon ganz einfach. Dann holen wir jetzt die Granatapfelkerne raus. Anja hat schon mit mir gemeckert, weil ich den Granatapfel ein bisschen abgerollt habe. Und das mache ich nie so, weil dann quetschen diese Granatapfelkerne und dann saftet das so. Ich schneide das immer hier oben, seht ihr ja das genau da ein. Und dann könnt ihr das wunderbar hier aufmachen und abziehen. So mache ich das eigentlich immer. Ja, gibt es anscheinend verschiedenste Methoden. Ne? Man kann auch die Schale kreuzweise einschneiden, dann kriegt man die Stücke gut raus und dann kann man die schön abklopfen. Aber so geht es natürlich auch. So viel brauchen wir ja auch nicht. 2 bis 3 Esslöffel, wie gesagt. Ja, immer ein bisschen vorsichtig, damit die dann auch noch nicht platzen. Ne? Ganz zärtlich. So eine Arbeit für mich. Ja. Ich kann nämlich zärtlich sein. Das ist die Zärtlichkeit in Person. Ne? Besonders wenn es um Früchte und Früchtchen geht. Ein Früchtchen. Da kenne ich mich aus mit Früchtchen. Früchtchen wie mir. Ja, du meinst Floki wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Die hauen da die Kerne ab. Das sind auch. Da sind die Kerne weggeflitzt. So, Doppelt. das reicht schon wahrscheinlich, ne? Meinst du? 2? Ja, das sieht gut aus. 2 bis 3. Sehr schön. Das wird sicherlich nochmal eine tolle Farbe für den Essig geben. Gemeinsam mit den Holunderbeeren. 20 Minuten sind um. Jetzt zerdrücken wir sie noch ein bisschen, denn ein Großteil der Flüssigkeit war jetzt eingekocht. Und Anja schafft jetzt damit nochmal so ein bisschen mehr Flüssigkeit, bevor wir sie dann in dem feinen Sieb ausdrücken. Genau. So, jetzt füllen wir das in dieses feine Sieb. Damit wir auch wirklich nur den puren Saft auffangen. Kein Fruchtfleisch mit dabei ist. Genau, das sind ganz feine Siebe, die kann man auch rausnehmen aus dem Rahmen und dann auch säubern und wieder einsetzen. Guckt euch mal die Farbe an. Ja, da läuft das auch schon gut durch. Ja, Genau, das lassen wir ein bisschen abkühlen. Dann können wir das nämlich darin auch noch ein bisschen besser ausdrücken. so, jetzt haben wir es, nachdem es abgekühlt ist, noch mal ein bisschen durchgedrückt. Da haben wir den schwarz-roten Saft. Ist gar nicht so viel, ne? Ist ja nur ein bisschen, aber ist halt sehr konzentriert. Aus dem eigenen Garten holen wir dann den Thymian und den Salbei frisch. Dafür nehmt ihr für diese Menge Essig 5 bis 6 Zweige Thymian. Ich glaube, das reicht schon, weil die Zweige sind einzeln dran. Ne? Können wir da noch vereinzeln und Vielleicht nimmst du noch einen mehr. noch einen mehr? Ja, sagt mir irgendwie mein Gefühl. Aha. Wir haben aber keinen mehr. Das ist ganz viel. So. Sei nicht so wie geizig wie Dagobert. Dann 6 bis 8 Blätter Salbei. Das ist mal einen Schritt weiter. Dann nehmen wir auch die zarten hier. Die zarten aus dem Garten. Acht? 6 bis 8, ja. Ja. Wunderbar. Für die Würze der Kraft braucht ihr 500 Milliliter Essig. Wir haben jetzt hier, glaube ich, noch Reste aus Apfelessig und Balsamico, ne? Genau. Bianco, Entschuldigung, nicht Balsamico. Also Weißweinessig, ne? Aber das ist gar nicht schlecht. Der Bianco ist so ganz mild. Der Apfelessig bringt nochmal ein bisschen mehr Heilwirkung mit. Und ich glaube, das geht genau auf wie immer, ne? Wie bei Anja. Wenn Anja heute in der Hand nimmt, dann das ist wirklich unglaublich. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Das ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich immer so. Glaubt's mir. Anja, was machst du jetzt als erstes? Ja, ich soll noch einen Esslöffel Honig mit rein. Den löse ich jetzt erstmal im Apfelessig ein bisschen auf.
Dann kriegen wir den noch besser in die Flasche. An sich schon mal eine schöne Farbe, finde ich. So Gold. Gülden. In diesem Strudel möchte ich baden. Dann geht's wie weiter? Ich würde jetzt erstmal die festen Sachen reintun. Das brauche ich erstmal noch nicht. Ah, ja. Genau. So wie die Gewürze, den Thymian. Und wir machen das jetzt. Die Würze der Kraft kommt ja dann zum Herbst zum Tragen. Aber es braucht ja auch 2 bis 4 Wochen Einwirkzeit. Und dann sind wir zum Oktober gut gerüstet. Der Salbei. Der Salbei stürzt sich dazu. Sieht auch aus wie so ein kleines Terrarium, ne? Müssen wir noch eine Schlange mit reinsetzen? Oder? Oder ein kleines Fröschchen? Ja, das wird das süß. Aber es wird mir leid tun. Ja. So, den den Ingwer. Ingwer hat Anja noch mal ein bisschen kleiner geschnitten, damit er auch hier durch den Flaschenhals passt. Ja, vor allem, wenn man den mehr anschneidet, kommen auch die ganzen ätherischen Öle besser raus, ne? Jetzt gucken wir mal, wie wir die Kerne da reinfüllen. Jetzt kommen die Granatapfelkerne. Hast du nicht ein Dings dazu nehmen? Na, ich glaube, das ist ein bisschen klein, der Trichter. Ja, einen anderen. Wir haben noch mehr. Ich krieg das schon so hin. Alles von Hand. Wie viel waren das jetzt ungefähr? 2 bis 3 Esslöffel. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Genau. Gut, und dann fehlt es nur noch Ja, der Saft. der Essig mit dem Honig. Ne? Der Essig und der Saft. Ah ja, genau, das Wichtigste. Ich glaube, ich werde aber erstmal ein bisschen Essig reinmachen und dann ein bisschen Saft. Dafür haben wir uns so schöne kleine Einfülltrichter besorgt. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Wow. Die pure Abwehrkraft dringt in den Essig ein. Guckt euch das an. Auch. Stark. Jetzt kommt der Rest vom Essig oben drauf. Starke Farbe. Das sieht auch schon optisch nach Abwehrkraft aus, oder? Dann kommt der Stöpsel oben drauf und in der Flasche ist es super. Die kann man super schwenken. Das solltet ihr sowieso tun. Einmal am Tag, ne? Genau, einmal am Tag. Und jetzt wieder gelagert. 2 bis 4 Wochen Genau. an einem möglichst dunklen Ort. Und da ist sie nochmal, die Würze der Abwehrkraft. Ein Powerpaket für dein Immunsystem. Das zeigt doch allein die Farbe schon. Schauen wir uns jetzt doch mal gemeinsam an, was dieser Essig so alles kann. Fangen wir nochmal an mit den Holunderbeeren. Die sind reich an Vitamin C und Antioxidantien und stärken somit vor allem das Immunsystem. Sie wirken darüber hinaus antiviral, sind also besonders wirksam, unter anderem gegen Grippeviren. Sie fördern sogar das Schwitzen und unterstützen damit den Körper beim Fieberabbau. Holunderbeeren sind somit ein klassisches Heilmittel in der Erkältungszeit. Dann haben wir den Thymian, der wirkt stark antibakteriell und antiviral durch das ätherische Öl Thymol, darüber hinaus schleimlösend und hustenstillend und auch noch entzündungshemmend, wirkt also vor allem bei Bronchitis und Atemwegsinfektionen. Dann haben wir den Salbei, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, ist also gut für Hals und Rachen, gerade bei Halsschmerzen klassisch und bei Heiserkeit. Darüber hinaus reguliert er ebenfalls den Schweiß, unterstützt also auch bei Fieber und bei Infekten. Ja, die Granatapfelkerne sind nicht nur optisch eine Wucht und geben dem Essig so diese dunkelrote Färbung gemeinsam mit den Holunderbeeren. Sie haben natürlich auch geschmacklich eine fruchtig, süß-säuerliche Note. Sie sind aber auch reich an Antioxidantien, also in dem Fall Polyphenole, und wirken somit entzündungshemmend und herzstärkend. Dann haben wir noch den Ingwer, das ist mein absoluter Liebling, ist ein Tausendsasser, bringt von innen heraus Wärme, fördert die Durchblutung, wirkt stark antibakteriell und antiviral.
wirkt schleimlösend im Hals und entzündungshemmend und stärkt den Stoffwechsel und die Verdauung. Als Basis haben wir Apfelessig und Honig. Fangen wir mal mit dem Honig an. Der wirkt ebenfalls antibakteriell und antiviral. Er beruhigt auch Hals und Rachen. Übrigens in Kombination mit dem Ingwer sehr beliebt bei Sängern, denn man sagt, Ingwer und Honig machen die Stimme melodisch. Er wirkt übrigens in dem Essig hier auch konservierend und bringt der Mischung natürlich einen angenehm süßen, runden Geschmack. Als letztes haben wir dann noch den Apfelessig. Der wirkt ebenfalls antibakteriell und stoffwechselanregend, unterstützt die Verdauung und wirkt natürlich hier auch als Träger für die Wirkstoffe der Kräuter und der Früchte. Kommen wir noch zur Synergie im Konzept der Würze der Abwehr. Du weißt, wir wollen immer Synergie und Mehrwert. Das heißt, wir wollen das Ganze immer so zusammenstellen, dass möglichst viel Synergie entsteht. Kommen wir mal zu 3 Bereichen, wie wir das unterteilen können. Zunächst mal Abwehr und Schutz. Da seien dann zu nennen Holunder, Thymian, Salbei und Ingwer sind zusammen eine konzentrierte Immunabwehr, wirken antiviral, antibakteriell und entzündungshemmend, sind also gemeinsam ein Abwehrschild gegen Erkältungen und Infekte. Dann haben wir den Bereich Kraft und Vitalität. Hier wirken Ingwer und Granatapfel zusammen, wärmend und antioxidativ, bieten also Energie und Schutz, unterstützen Herz, Kreislauf und Stoffwechsel. Und dann haben wir noch den Bereich Balance und Genuss. Hier kommen die Basis- und Trägerstoffe Honig und Essig zusammen, runden geschmacklich alles ab, konservieren und machen es natürlich auch alltagstauglich als Dressing, als Tonik oder auch als Kur. Und damit kommen wir auch schon zu den Anwendungsmöglichkeiten. Täglich ganz einfach 1 Esslöffel des Essigs in Wasser verdünnt als Immuntonikum zu dir nehmen. Aber auch gerne als Kur, damit sich auch der Nutzen nachhaltig entfaltet. Mach das doch mal über 3 bis 4 Wochen täglich, besonders in der Erkältungszeit. Dann kann man es natürlich auch kulinarisch nutzen. Dann wird es für uns synergetisch richtig rund, zum Beispiel als Dressing im Salat zu Gemüse oder auch als Würze in Soßen. Und äußerlich kannst du es natürlich auch anwenden, indem du bei Halsweh damit gurgelst, natürlich auch mit Wasser verdünnt. Kurz zusammengefasst, die Würze der Abwehrkraft ist ein Immunschutzschild im Glas, der dich gut und sicher durch die kalte Jahreszeit durchbringt und optional sogar noch deine Speisen kulinarisch aufwertet. Damit sind wir schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. Wenn das der Fall ist, gib uns gerne einen Daumen. Und wenn du noch kein Abo hast, dann aktiviere auch gerne die Glocke, damit du kein neues Video von uns verpasst. Alles an Feedback, Fragen, Impulsen in die Kommentare. Wir beantworten alles noch persönlich. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, alles Liebe, alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.